Ja, unser zweiter Urlaub steht an. Ende August sind wir wieder auf Tour. Wer jetzt etwas verwirrt ist, weil wir ja schon im Winterlager sind, wir sind mit den Videos gar nicht hinterhergekommen. Wir waren ja noch in England, haben mit Peter eine Brum gekauft und unser Urlaub beginnt genau an dem Tag, nachdem wir aus England zurückkommen. Das Video von England ist auch schon online. Der zweite Urlaub beginnt, eine Woche verspätet. Und ja, wir fahren jetzt nach Lemmer. Das Wetter ist gut. Gestern Abend sind wir von England gekommen, erfolgreich. Und heute geht es in die zweite Urlaubswoche mit dem eigenen Boot. Wir sind raus. Das Wetter ist durchwachsen im Moment noch, aber sollen auf dem Eiselmeer nur 20 km/h sein. Das heißt, das ist für uns eigentlich gut und deshalb haben wir heute doch beschlossen zu starten und das Wetter noch mitzunehmen. Das erste Stück ist natürlich immer gleich. Der Campingplatz, Eurocamping, die Elburger Brücke. Wir haben die Elburger Brücke auch jetzt schon passiert. Dann die Rebesleus, dann noch das Stück zum Kettelmeer durch und das geht jetzt rüber. Und ab dem Kettelmeer hat man dann mehrere Möglichkeiten zu fahren. Eine Rebesleus ist der Steg jetzt voll, aber es sind nur 4 Boote da. Wir kommen also im nächsten Gang mit. Das ist schon mal gut. Eilandbrug voor de Elisabeth. Das Tor drüben geht gerade zu. Das heißt, die Schleuse jetzt runter. Und ja, viele Boote sind nicht drin. Das ist der blöde Wind, der uns immer hinten natürlich wegdrückt. Und nicht Ja, der Wind ist ja genau in die Richtung. ja. Mach da einfach mal einen Dreh. Dreh dich einfach mal. Dreh dich und mach einen Rundschlag. Heute haben wir hier an der Schleuse nicht gerade den perfekten Wind. Und unsere Angriffsfläche ist natürlich halt immer sehr groß, weil wir hoch sind. Die Schleuse ist auf, aber keiner fährt los. Dann fahren wir jetzt schon mal los. Eine große, schöne Schleuse für uns alle. Alle Boote passen rein. Wir haben uns nicht vorgedrängelt, sondern die anderen Boote, die hier festgemacht haben, haben noch ein Pläuschen und ein Schwätzchen gemacht und haben relativ spät erst wieder abgelegt. Und dadurch sind wir dann halt auch reingefahren. Jetzt sind wir in der Rebeschleuse und schauen mal, wie weit die alle Abstand halten oder nicht. Also der erste fährt schon mal nach vorne durch und wir fahren auf der anderen Seite auch nach vorne durch. Ich mache das nach wie vor auf meine alte Art und Weise. Ich habe natürlich das Headset nicht an. Den großen Poller da hinten. Näher ran! Mit Headset wäre das natürlich entspannter gewesen. Solche Abstände sollte man einfach nicht in der Schleuse halten. Viele Menschen lernen das einfach nicht, dass man bis nach vorne fährt. Das Schleusentor öffnet sich. Jürgen hat schon mal die Motoren angeschmissen. Wir fahren zuerst. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Okay. Und wir warten jetzt auf Grün. Grün. Und wir verlassen als erstes die Schleuse. Ja, das war doch perfekt. Die erste Schleuse für heute und die zweite wird in Lemmer sein. Die Schleuse haben wir gut passiert, aber optimal war das wieder nicht. Die Leute, die am Steg festgemacht hatten, haben ja gar nicht bemerkt, dass es losgeht. Und ja, dann mussten wir natürlich, da wir gedünkelt haben, dann vorbeifahren, weil Warten gar keinen Sinn macht. Und dann wird auch noch riesen Abstand in der Schleuse gehalten. Also zum Glück ist keine Ferienzeit mehr. Alle sind durch die Schleuse gekommen, aber mit den richtigen Abständen könnte die Schleuse doppelt so viel fassen. Und es müsste nicht zu Engpässen kommen. Also daher meine Bitte an alle, fahrt doch in der Schleuse ganz nach vorne und fahrt auf den nächsten relativ nah auf. Haltet natürlich euren Sicherheitsabstand, aber 20 Meter sind oder 30 Meter sind einfach zu viel. Die Verpflegung naht, wenn ihr es meint? Ja, ist und eins. Käse natürlich, klar. Ich wollte mal sagen, ist kein Käse. Nee. So, bevor wir schnell fahren, wird jetzt noch gegessen. Ich habe ja jetzt eine neue Kamera und kann jetzt die ersten Eindrücke auf dem Weg nach Lemmer jetzt mit unserer neuen Kamera filmen. Ich freue mich schon, dass wir doch noch diese Woche mit dem Boot unterwegs sein werden. Wir sind heute Morgen so gegen 9:15 bei uns im Hafen gestartet. Wir werden übers Eiselmeer fahren und werden
Richtung Lemmer abbiegen. Kettelmeer ist erreicht. Ich gucke gerade in Windy und ja, der Wind hat doch ein bisschen aufgefrischt, aber wir haben Glück, dass der Wind von hinten kommt und das macht uns mit der Welle nicht so viele Probleme. Hi Schatz! Hallo, ich schau mal, wie weit es bis nach Lemmer noch ist. Wie viele Kilometer, dann können wir ungefähr sagen, wann wir da sind. Okay. Und ich guck mal draußen, was es so hier noch Schönes gibt hier am Kettelmeer. 36 Kilometer, also ungefähr eine Stunde. Okay. Da vorne dürfen wir schnell fahren. Schauen wir mal. Da ist ein Zweimaster, ein Segler. Wir sind wie gesagt auf dem Kettelmeer. Da vorne kann man auch schon die Brücke sehen, wo wir durch müssen. Der Wind ist ein bisschen aufgefrischt, aber die Windräder drehen sich nicht sehr schnell. Also es wird eigentlich relativ ruhige Überfahrt, hoffe ich mal. Wenn der Wind von hinten kommt, dann schiebt er uns ja. Also, ich mache jetzt die Luken dicht hinten und dann kannst du irgendwann Gas geben. Wir geben jetzt mal Gas und können bis zur Brücke ein bisschen schnell fahren. km/h? Ja. Okay. Ja. Unsere Heckwelle sieht gut aus. Wie ein Fähnchen im Wind gehen unsere Dinger. Die habe ich nicht gesichert natürlich. Ich gehe nach draußen, Jürgen. Mein Buschel, der bereit ist mit Mikrofon und hoffe doch, dass es ganz gut funktioniert, dass man mich hören kann, auch wenn wir schnell fahren und ich vorne am Boot bin. Läuft ja ganz gut, ne? Ja. Wir sind jetzt hier auf dem Eiselmeer und es ist um 13 Uhr Regen angesagt und genau um 13 Uhr regnet es auch. Mein Captain passt schön auf. Im Eiselmeer ist der Wind noch nicht aus der optimalen Richtung, wie ich erhofft habe. Und ja, aber es geht noch. Ab und zu kommt mal eine Welle, aber eine Husche drüber, aber sonst geht's. Ja, ab und zu kommt eine Gischt. Und wir haben festgestellt, dass hier bei den Reißverschlüssen doch noch was drüber gemacht werden muss. Es tropft durch die Reißverschlüsse durch, wenn die Gischt drüber kommt. Denke dran, ich bin nicht so seetauglich, ne? Aber besser eine Stunde so als 3 Stunden rumschaukeln. Durch die schnelle Fahrt schafft man natürlich Lemmer in einer Stunde statt in 3 Stunden. Das bringt natürlich einen großen Zeitvorteil. Dann wird es auch nicht so windig. Oh, 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 oh. Zum Glück haben wir Fernseher und alles gesichert. Schön ist was anderes. Für mich jedenfalls. Ja, da vorne ist dann die Berufsfahrt. Auch da muss man drauf achten. Aber das AES sieht ja uns und wir sehen den. So. Kleinen Einblick von der Gischt. Also ich kann mich hier kaum auf den Beinen halten. Oh. Zum Glück kann ich mich hier überall festhalten. Aber jetzt haben wir Rückenwind und die Sonne kommt wieder raus. Ab und zu kommt noch mal eine Gischt drüber, aber dann wird das Boot sauber. Hier hinter Irken ist tatsächlich jetzt Südwest und das lässt uns noch ruhiger fahren. Das ist so ein bisschen wie Wellenreiten heute. Ja. Ja. Wir haben es gleich geschafft. Ein paar Minuten noch. Und dann sind wir schon in der Bucht von Lemmer. Und vor allen Dingen, wir sind ja mit um 10 sind wir losgefahren in die Klingen. Super Zeit. Na, tauchst du noch mal ein?
haben es gleich geschafft. Vor uns liegt Lemmer und die Sonne lacht. Das ist schön. Die Segler haben Spaß heute. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht noch so eine Gischt hier abbekomme. Bin wohlweislich extra die andere Seite rausgegangen. Schon Wahnsinn, was das Boot so an Wasser verdrängt. So, das letzte Stück Richtung Lemmer haben wir tatsächlich Rückwind. Das macht die Sache einfach. Und die Sonne kommt auch wieder raus. Schönen Schimmer hier auf der See. Die Möwen fliegen unserem Boot hinterher in der Hoffnung, dass wir irgendwelche Fische zum Vorschein bringen. Das Eisenmeer haben wir gut überstanden. Die Fahrt war okay. Wellen waren nicht so schlimm. Und wir haben jetzt 10 vor 2. Wir gehen jetzt durch die große Schleuse. Und wir haben da, denke ich mal, Glück, weil die Segler erst abends reinkommen. Ich denke mal, da wird nicht so viel los sein. Wir wollen Lemmer Binnen anlaufen und dabei fahren nicht durch Lemmer durch. Das ist uns zu mühsam. Wir nehmen die große Schleuse und dann sind wir gleich auf der Ecke noch da. Für die große Schleuse bereiten wir natürlich wieder unsere Popfender vor, um das Boot zu schützen. Dafür sind die ideal. Prinzess Margret Kanalschleuse erreichen wir jetzt. Jürgen gibt ein wenig Gas, aber ich glaube, da kann das Gas etwas rausnehmen. Das ist echt perfekt. Die waren gerade alle am Losfahren und wir fahren jetzt als letzter in die Schleuse rein. Die ist grün, besser geht's nicht. Ich hole jetzt mir meine Leine. Jetzt bin ich rum. Ich hab uns. Wir haben wieder mal diese lustigen kleinen Fender im Einsatz. Die kleinen Popfender. Natürlich haben wir auch unsere Headsets an. Wir sind ja voll ausgestattet. Das Tor geht auf. Wir können gleich rausfahren. Das ist ja nichts. Heute Nachmittag, wenn die ganzen Segler wieder reinkommen, dann wird es ein bisschen voller. Aber jetzt ist das ja Peanuts. Okay. Aufräumen muss ich jetzt nicht mehr, weil wir werden jetzt sowieso gleich Lemmer Binnen anlegen. Ich werde nur mal noch diesen Popfender vom Wasser befreien. Ja, er hat wieder seine Arbeit gemacht. Die Segler müssen natürlich auf die Brückenöffnung warten und die Motorboote können durch. Hat doch seine Vorteile, wenn man nicht ganz so hoch ist, aber schön langsam fahren. Hallo. Dann musst du auch gucken. Boot on Tour, genau. Hallo? Goedemiddag, de brug opent in 1 minuut. Gleich werden wir bei Claudia und Frank dazustoßen und wir freuen uns, wenn sie uns entgegennehmen. Okay. Ja. Haben wir auch die Insta360 im Einsatz. Schauen wir mal, was das alles für Bilder geben. Jetzt geht es nur noch um die Ecke. So, Irgendjemand hat mir gesagt, habt ihr gut gemacht. Ja, Ist aber nicht schwer. vielleicht hast du mich auch falsch verstanden, weil ich irgendwas gesagt habe. Nein, es hat jemand komplett zu mir gesagt, gut gemacht. Okay, na gut. Es ist immer wieder schön, wenn man hier nach Lemmer reinfährt und dann hier die große Braken, diese schöne Siedlung, wo vor vielen, vielen, vielen Jahren Jürgen und Peters Eltern ein Chalet hatten. Frank winkt schon und wir müssen jetzt in den Hafen reinfahren, weil die Karte ist voll. Und da schauen wir mal, wo die uns jetzt hinführen. Ja, jetzt fahren wir den Hafen Lemmer Binnen. Jetzt sind wir mal im Hafen, aber die haben das schön umgebaut.
oder durch viele große Plätze. Der lange Steg, gucken, ob wir da hinkommen. Was? Ja, ich schau mal, aber der ist kurz. Ich weiß nicht, ob die Seite das sein soll. Da passt du gedreht dran. Ja. Wir drehen. Aber Sonne hast du da ab. Das ist richtig. Aber das ist unsere Anlegeseite. Ich bin ja glücklich, dass mein Captain da auf mich Rücksicht nimmt. Stimmt. Das ist sehr nett. Ja. Ah, da steht eine schöne Gallion. Hast du die schon gesehen? Dass ihr daneben kommt. Das ist der Platz, habt ihr ja. Okay. Haben nämlich das Simon Claire gelegen. So, dann lege ich das Ding jetzt mal beiseite. Nicht, dass das Wasser fällt. Super. So eine helfende Hand ist immer geil. Ja klar, das ist immer besser, wenn jemand da steht, der Leine annehmen kann. Ach, bin ich glücklich. Ah, ich gehe hoch und nehme die Leine wieder an. Oh, ja, Schatz, hier brauchen wir noch einen Tritt. Aber ich habe so viel Sport gemacht. Ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr. Das ist echt super. Wir liegen jetzt an der Steganlage, die neu gebaut wurde. Schöner Platz. Hier ist auch noch jede Menge frei. 32 € ist jetzt nicht günstig, aber für den schönen Liegeplatz doch okay. Auch die Sanitäranlagen sind hier sehr gut, von daher alles bestens. Marina muss auch die Bettwäsche trocknen, die heute Morgen in den Regen gekommen ist. Und wir gehen jetzt Kaffee trinken. Anna hat Spaß am Strand. Anna, komm! Anna, hier hin! Anna! Der Strand ist nicht weit und der gehört bei schönen Tagen immer zum Pflichtprogramm eines Lämmerturns. Da drüben liegen Frank und Claudia und wir haben schon Abend. Es hat sich alles beruhigt. Wir waren ja schon häufiger hier in Lämmerbinnen und wer mehr sehen will, kann sich noch gerne unsere anderen Videos anschauen. Hier gibt es nach dem Neubau der Steganlage immer einen Platz. Das ist sehr schön. Gepflegt, ordentlich, kein Grund zur Klage. Die Fische aus Oldenburg liegt auch da, aber so wie es aussieht mit reiner Frauencrew. Wir gehen nach Lämmereien zum Essen. Es ist natürlich von hier aus ein Stück zu laufen, aber Bewegung tut gut. Duschanlage mit Code gesichert. Und man braucht hier Duschmünzen und bei den Damen ist der Automat. Eine EC-Karte mitbringen, dann kann man sich die Münzen hier ziehen oder eben Bargeld beim Hafenmeister. Duschen sind zweckmäßig, der Strahl ist nicht besonders hart, da braucht man schon seine Zeit, also ordentlich beeilen. Ich persönlich finde die Lösung mit den Duschmünzen nicht so ideal. Weil bei so knappen Duschen hat man bei einem Tag keine zweite Duschmünze dabei und deshalb kann man leicht in Stress geraten. Aber für den Hafen ist es natürlich sicherer, man braucht kein Bargeld rausholen und schützt sich so vor Einbruch. Schon interessant, wie stark der Hafen mittlerweile von Wohnmobilen frequentiert wird. Alles voll. Nicht schlecht. Hier am Liegeplatz, wo das Casino-Schild ist, kann man auch liegen, sogar mit Strom. Der Stromkasten ist hier und man meldet sich dann im Haus Nummer 85 und zahlt dann seine Gebühren und kann dann liegen. So als kleiner Geheimtipp. Und wir gehen jetzt weiter zum Essen. Und da sind wir mal wieder in Lämmer. Bei ordentlichem Wetter. Das ist jetzt nicht ganz so heiß, aber immer noch angenehm. Heute gehen wir direkt am Eingang von Lämmer essen. Hier. Ja. Sehr, sehr voll. Und haben gerade noch einen Platz für 20 Uhr bekommen. Wir haben hier schon Schlange gestanden. Pinkhus 9. Ja, neues Lokal, neues Glück. Und hier gibt es Spezialitäten. Das ist Kotelett. Ja, sieht sehr gut aus. Spare Ribs. Zweimal Kotelett und Spare Ribs, Schnitzel. ja. Und in dem Lokal sind wir heute. Und das ist das Lokal.
und noch die Beilagen. Genau, gut aus. Ja, dann lassen wir uns schmecken. Guten Appetit. Ja, und zum Nachtisch gibt es noch eine Dame Blanche, mal eine andere Version. Und da kann man auch hier die heiße Schokolade drüber kippen. Lecker. Ja, du bist immer so klein. Ja, im Packus haben wir super gegessen. Ja, Du bist nicht auf der Kamera. Egal, kein Problem. Schönen Urlaub. Ja, danke. Im Packus haben wir sehr, sehr gut gegessen. Auch die Bedienung, Sandra, war sehr höflich, nett, einfach toll. Ganz klare Empfehlung. Kann ich nur bestätigen. Feinen Abend. Im La Gondola ist auch noch was los. Schöne Abendstimmung jetzt hier in Lemmer. Und wir gehen jetzt zurück zum Boot. Gestern waren wir in 4 Stunden in Lemmer Binnen. Hier ist es schön, alles ist bestens, eine gepflegte Anlage. Es war auch ein netter Hafenmeister da. Mit 32 € ist nicht ganz günstig. Duschmarken sind ein bisschen blöd. Und wir waren gestern Abend sehr, sehr gut essen in einem Restaurant, wo wir bisher noch nicht waren. Und das ist für uns eine ganz klare Empfehlung. Und ja, und jetzt geht es einfach weiter Richtung Sloten.